Deine Zahnpasta enthält wahrscheinlich Titandioxid, ein Weißmacher, der als Lebensmittelzusatz in der EU bereits verboten wurde, weil er das Erbgut schädigen kann. Deshalb habe ich nach langer Analyse der Inhaltsstoffe den ultimativen Einkaufsguide für DM, Rossmann und Co. erstellt. Du bekommst meine Top 3 Empfehlungen für die 6 wichtigsten Kategorien deiner täglichen Routine. Zahnpasta, Shampoo, Duschgel, Deo, Sonnencreme und Kaugummi. Hör auf, den Werbeversprechen auf der Vorderseite zu glauben. Die Wahrheit steht immer auf der Rückseite der Verpackung. Dieses Video ist dein klarer Kompass, um die Lügen von Big Pharma zu umgehen und bei jedem Einkauf die beste Entscheidung für deine Gesundheit und die deiner Familie zu treffen. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich heute fitter, gesünder und leistungsfähiger, als ich es mit 30 war. Und das mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und mit einem 100% natürlichen Ansatz. Und dieser natürliche Ansatz, der hört nicht bei Ernährung auf. Ganz im Gegenteil. Er geht bei den Produkten weiter, die wir täglich auf unserer Haut, unsere Haare, ich habe jetzt keine, aber du vielleicht, und an unseren Körper lassen. Deshalb habe ich lange recherchiert, getestet und die Inhaltsstofflisten von hunderten Produkten durchforstet. Heute schauen wir uns die 6 wichtigsten Kategorien aus den Bereichen der Körperpflege an. Und keine Sorge, ich zeige dir für jedes Budget die beste Lösung. Vom unschlagbar günstigen Produkt bei DM und Rossmann bis zur Premium-Variante. Lass uns direkt starten. Fangen wir im Mund an, bei der Zahnpasta. Das Problem? 95% der Zahnpasten im Regal haben sogar mehrere Probleme. Nummer 1, aggressive Tenside wie Sodiumlaurylsulfate, kurz SLS. Das ist ein billiger Schaumbilder, der aber deine empfindliche Mundschleimhaut reizen und die Entstehung von schmerzhaften Bläschen, sogenannten Aften, fördern kann. Nummer 2, Titandioxid, auch CI77891 genannt. Ein reines Weißpigment, das als Lebensmittelzusatzstoff in der EU bereits verboten wurde, weil eine erbgutschädigende Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann. Warum sollten wir uns das dann freiwillig in den Mund schmieren? Und Nummer 3, Fluorid. Fluorid kann zwar den Zahnschmelz härten, aber es ist, sogar von der WHO, auch als eines der potentesten Zellgifte klassifiziert. Wir nehmen Fluorid bereits über Salz und Trinkwasser auf und eine ständige Überdosierung führt zu Problemen. Ich persönlich meide es bewusst, da mir die mechanische Reinigung am wichtigsten ist. Ein guter Freund und Zahnarzt von mir, Dr. Yaman Mangal, steht dem übermäßigen Konsum von Fluorid auch kritisch gegenüber. Hier sind meine Top 3 Empfehlungen für Zahnpasta, die es besser machen. Und keine Sorge, du musst jetzt nichts mitschreiben. Ich verrate dir später, wo die Links zu allen Produkten auf meiner Webseite sind. Platz 3, die Altera Zahncreme Fluoridfrei Biokräuter von Rossmann. Das ist der ganzheitliche Kräuterexperte und ein Preis-Leistungshammer. Die Reinigungswirkung kommt hier von einer smarten Mischung aus Kieselerde und Kreide. Gründlich, aber schonend. Das Besondere ist aber der umfassende Kräuterkomplex aus Salbei, Eukalyptus, Kamille und Thymian. Diese Kombination wirkt antibakteriell, beruhigt das Zahnfleisch und stärkt die gesamte Mundflora. Ein absolutes Qualitätsmerkmal sind die verwendeten Aminosäure-Tenside. Das ist die mildeste und hochwertigste Art von Waschsubstanz, die es gibt. Für den Preis bei Rossmann wirklich unschlagbar. Platz 2, die Weleda Calendula Zahncreme. Das ist der puristische Klassiker für alle mit empfindlichem Zahnfleisch. Weleda setzt hier auf eine reine Kreide als super sanften Putzkörper. Die Stars sind die Heilpflanzenextrakte Calendula, also Ringelblume, wirkt entzündungshemmend und beruhigend, während Myrrhe das Zahnfleisch kräftigt. Diese Zahncreme schäumt praktisch nicht, da sie komplett ohne Tenside auskommt. Und ganz wichtig, sie verzichtet bewusst auf Minzöl und schmeckt nach Fenchel. Das macht sie zur ersten Wahl für Menschen in homöopathischer Behandlung, weil Mentholöl die Wirkung stören kann. Auf Platz 1 die Dentural Zahnpasta Natural Fluoridfrei von DM. Das hier ist für mich der moderne Wissenschaftler und die smarteste Alternative zu Fluorid. Diese Zahnpasta verzichtet nicht einfach nur auf Fluorid, sie bietet einen aktiven, wissenschaftlich sinnvollen Ersatz. Der Star-Inhaltsstoff heißt Calciumglycerophosphat. Das ist eine organische Verbindung, die den Zahnschmelz genau mit den Mineralien versorgt, aus denen er besteht. Calcium und Phosphat. Sie kann winzige Defekte auffüllen und härtet den Zahn von innen heraus. Zusätzlich wird deine Mundflora durch antibakterielles Zink geschützt und ein supermildes Zuckertensid sorgt für eine sanfte Reinigung. Das alles ergibt eine absolut saubere, moderne Formel mit echtem Mehrwert. Und das zu einem unfassbar guten Preis bei DM. Kommen wir zur Kopfhaut. Beim Shampoo ist die Lage leider kein Deut besser. Und ja, ich habe eine Glatze, aber nicht, weil mir die Haare ausgefallen sind, sondern weil das meine Wahlfrisur für mich als Basketballer ist und das schon seit ca. 30 Jahren. Das Hauptproblem bei Shampoos sind aggressive Sulfate wie SLS und SLES. Sie entfetten deine Kopfhaut so stark, dass sie ihren natürlichen Schutz verliert. Die Folge ist ein Teufelskreis. Die Kopfhaut trocknet aus, juckt oder sie fettet extrem schnell nach, um den Verlust auszugleichen. Dazu kommen Silikone, die sich wie ein Plastikfilm ums Haar legen.
Das fühlt sich kurz gut an, aber darunter erstickt und trocknet das Haar aus. Hier sind meine Top 3 Empfehlungen für Shampoos basierend auf meiner Recherche. Platz 3, das Alverde Ultrasensitiv Shampoo von DM. Das ist mein absoluter Preis-Leistungssieger und die perfekte Reset-Taste für deine Kopfhaut. Die Philosophie ist hier die kompromisslose Reduktion. Es reinigt mit den sanftesten Zuckertensiden, die es gibt, und ist auf einen perfekten pH-hautneutralen Wert von 5,5 eingestellt. Aber das Wichtigste ist, worauf es verzichtet. Keinerlei Parfüm, keine ätherischen Öle, keine Farbstoffe, nichts, was reizen könnte. Wenn deine Kopfhaut gestresst ist oder du einfach eine simple, hochwirksame und unschlagbar günstige Basispflege suchst, das ist sie. Platz 2, das Veleda Hafer-Aufbau-Shampoo. Das ist hier die Premium-Wahl für anspruchsvolles, trockenes oder strapaziertes Haar. Der höhere Preis rechtfertigt sich hier absolut. Veleda verwendet den Goldstandard an milden Tensiden. Eine Kombination aus den sanftesten Aminosäure- und Zuckertensiden, die es auf dem Markt gibt. Das reinigt extrem schonend und pflegt dabei sogar. Der namensgebende Haferextrakt glättet die Haaroberfläche, spendet Feuchtigkeit und macht das Haar widerstandsfähiger. Das ist nicht nur Reinigung, das ist eine aktive Pflegebehandlung. Auf Platz 1 das Skinbro Festes Shampoo Originals. Das ist die ultimative Wahl für Puristen und Zero-Waste-Fans. Aber Achtung, das hier ist kein festes Shampoo, wie man es oft kennt, sondern eine echte Haarseife. Das bedeutet, sie wird aus verseiften Ölen wie Kokos- oder Olivenöl hergestellt. Der entscheidende Unterschied ist, echte Seife ist von Natur aus alkalisch, also basisch. Das raut die Schuppenschicht der Haare auf. Damit das Haar danach glänzt und weich wird, ist ein zweiter Schritt unerlässlich, die saure Rinse. Du spülst die Haare nach dem Waschen mit 1 bis 2 Esslöffeln Apfelessig auf 1 Liter kaltes Wasser. Das neutralisiert den pH-Wert, glättet das Haar und entfernt Kalkreste. Wer dazu bereit ist, bekommt die natürlichste Haarreinigung überhaupt. Das ist ein guter Moment, um dir von meiner neuen Produktempfehlungsseite auf meiner Webseite zu erzählen. Dort liste ich alle Produkte auf, die ich in diesem Video vorstelle und in Zukunft noch viele mehr. Und das Beste, für Skinbro konnte ich einen exklusiven 15% Rabatt für unsere Community aushandeln. Den bekommst du nur, wenn du über den Link auf meiner Produktempfehlungswebseite zum Skinbro Online-Shop gehst. Was für die Kopfhaut gilt, gilt natürlich für den ganzen Körper. Das Problem, auch hier, aggressive Tenside, die die Hautbarriere angreifen und austrocknen. Dazu synthetische Duftstoffe als häufige Allergieauslöser und Konservierungsstoffe wie Parabene, weil flüssige Duschgele auf Wasserbasis ein Nährboden für Keime sind. Die bessere Alternative ist fast immer ein Stück hochwertige, kaltgerührte Naturseife. Sie enthält durch die Herstellung pflegende, rückfettende Öle und braucht keine Konservierungsstoffe, weil sie von Natur aus keimfeindlich ist. Wenn du bis hierhin schon etwas gelernt hast, dann lass gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Das hilft der Community, diese wichtigen Informationen an mehr Menschen zu bringen, um ihre Gesundheit zu optimieren. Hier sind meine Top 3 Empfehlungen für Seife als Ersatz für Duschgel. Platz 3, die Veleda Calendula Pflanzenseife. Der sanfte Klassiker, ideal für empfindliche Hauttypen. Die Basis sind hier verseifte Pflanzenöle, darunter auch Palmöl. Und bevor jetzt jemand aufschreit, Veleda verwendet hierfür ausschließlich zertifiziertes Biopalmöl aus nachhaltigen und fairen Quellen nach dem RSPO-Standard. Die eigentliche Stärke liegt aber in den Extrakten aus Calendula, also Ringelblume, und Kamille, die 2 bekanntesten Heilpflanzen zur Beruhigung von gereizter und entzündeter Haut. Platz 2, die Pure Now Aleppo-Seife. Das ist der Goldstandard des Purismus, eine Seife, wie sie seit Jahrhunderten gemacht wird. Die Zutatenliste besteht im Grunde nur aus 2 Dingen. 85% verseiftes Olivenöl für eine extrem milde, rückfettende Pflege und 15% verseiftes Lorbeeröl, das stark antibakteriell und beruhigend wirkt. Das ist die perfekte Mischung für normale bis problematische Haut. Ich nenne ihren Geruch immer liebevoll wie bei den Römern. Und ich komme aus Xanten, also kann ich ungefähr erahnen, wie die Römer rochen. Sehr erdig, sehr pur. Und noch ein wichtiger wissenschaftlicher Hinweis: Echte Seife ist niemals pH-neutral, sondern immer alkalisch. Das ist Teil ihrer Wirkungsweise und für gesunde Haut kein Problem. Auf Platz 1 die Skinbro Duschseife Originals. Das ist hier der moderne Purist und mein persönlicher Favorit. Skinbro kombiniert eine traditionelle Seifenbasis aus Oliven- und Kokosöl mit smarten, modernen Zutaten. Sie enthält zum Beispiel Aktivkohle, die Unreinheiten und Fett von der Haut bindet. Und sie riecht fantastisch, nicht nach Römer. Was sie technisch überlegen macht, ist ein Inhaltsstoff namens Tetrasodiumglutamat-Diacetat. Das ist ein Zungenbrecher, aber ein absolut unbedenklicher pflanzlicher Stoff, der Kalk im Wasser bindet. Das verhindert diese stumpfen Rückstände in der Dusche und sorgt dafür, dass die Seife auch bei hartem Wasser perfekt schäumt. Eine geniale, moderne Interpretation einer klassischen Seife. Kommen wir zu Deos, eines der umstrittensten Produkte. Das Problem? Das Problem sind Aluminiumsalze. Sie stecken in fast allen Antitranspirantien und wirken, indem sie die Schweißdrüsen verstopfen. Aluminium kann aber über die Haut aufgenommen werden und steht in Verdacht, neurotoxisch zu sein,
und wird mit ernsthaften Krankheiten in Verbindung gebracht. Seit ich mich mit der Skinbro-Seife wasche, nutze ich fast gar kein Deo mehr, weil die Seife einen angenehmen Körpergeruch für den ganzen Tag hinterlässt. Aber für die Tage, an denen man mehr Schutz gegen Schweißgeruch braucht, gibt es geniale natürliche Alternativen, die nicht das Schwitzen unterdrücken, sondern nur den Geruch neutralisieren. Hier sind meine Top 3 Empfehlungen für Deos. Platz 3, das Wildlife for Man Deo Roll-On von Naturkosmetik Berlin. Das ist der intelligente Hybrid, weil er mehrere Wirkprinzipien clever kombiniert. Die Basis ist pflegende Aloe Vera statt Wasser. Der Hauptwirkstoff ist Zink-Ricinoleat. Das ist ein natürliches Salz aus Rizinusöl, das Geruchsmoleküle wie ein Schwamm einschließt und neutralisiert. Zusätzlich enthält es auch eine kleine Menge Natron, um die geruchsbildenden Bakterien von vornherein zu hemmen. Eine extrem smarte und hochwirksame Lösung. Auf Platz 2 der Veleda Citrus 24 Stunden Deo Roll-On. Das ist ein erfrischender Klassiker, der komplett ohne Natron auskommt und deshalb für viele sehr verträglich ist. Er verfolgt einen anderen, sehr cleveren Ansatz. Die Basis aus Alkohol macht zuerst kurzen Prozess mit den meisten geruchsbildenden Bakterien. Der eigentliche Starwirkstoff ist aber Tritylcitrat, ein Stoff, der aus Zitronensäure gewonnen wird. Er funktioniert wie ein Köder. Die restlichen Bakterien fressen diesen Stoff anstelle deines Schweißes. Das Geniale daran, das Abbauprodukt, das dabei entsteht, ist absolut geruchslos. Die Bakterien werden also einfach ausgetrickst. Simpel, aber extrem wirksam. Auf Platz 1 die Green Door Deo Creme Classic. Das ist eines der wirksamsten natürlichen Deos auf dem Markt und ein Paradebeispiel für die Kraft von Natron. Schweiß ist erstmal geruchslos, Geruch entsteht erst, wenn Bakterien ihn zersetzen. Diese Bakterien brauchen ein leicht saures Milieu. Natron ist aber basisch. Es hebt den pH-Wert der Haut leicht an und entzieht den Bakterien damit ihre Lebensgrundlage. Der Geruch entsteht erst gar nicht. Unterstützt wird das durch Zinkoxid, das hautberuhigend wirkt. Für normale Haut ist das eine bombenfeste Lösung. Kommen wir zum Sonnenschutz, ein unglaublich wichtiges Thema. Das Problem? Herkömmliche Sonnencremes nutzen chemische UV-Filter, Stoffe wie Oxybenzon, die in die Haut eindringen und dort UV-Strahlung in Wärme umwandeln. Viele davon stehen in Verdacht, wie Hormone zu wirken und unser System durcheinander zu bringen. Die bessere und sichere Alternative sind mineralische Filter wie Zinkoxid. Sie dringen nicht in die Haut ein, sondern legen sich wie kleine Spiegel darauf und reflektieren die Sonne. Hier sind meine Top 3 Empfehlungen für Sonnenschutz. Platz 3, die Sonnenlotion Sensitiv LSF 30 von Lavera. Ein sehr gutes, wirksames Produkt, das man überall bekommt. Es verwendet eine klassische Kombination aus Zinkoxid und Titandioxid. Und jetzt fragst du dich zu Recht, Moment mal, Titandioxid? Das haben wir bei der Zahnpasta doch gerade als Problemstoff entlarvt. Das ist ein extrem wichtiger Punkt und hier ist die Erklärung. Der entscheidende Unterschied ist die Anwendung. Das Problem bei der Zahnpasta ist das Risiko des Verschluckens und die Aufnahme über die Schleimhäute. Auf der Haut ist die Lage aber eine andere. Die Wissenschaft ist sich heute einig, dass die Partikel nicht durch die gesunde Haut in den Körper eindringen. Das Risiko ist also ein völlig anderes und der Stoff gilt hier als sicherer UV-Filter. Zusätzlich muss man hier einen Punkt verstehen. Lavera verwendet die Mineralien in sogenannter Nanoform. Das bedeutet, die Partikel sind extrem klein vermahlen. Der Vorteil ist rein kosmetisch. Die Creme weißelt dadurch kaum und lässt sich besser verteilen. Ist das bedenklich? Auch hier sagt der aktuelle wissenschaftliche Stand, nein, die Nanopartikel dringen durch gesunde Haut nicht in den Körper ein. Trotzdem bevorzugen Puristen nach dem Vorsorgeprinzip Produkte, die explizit non-nano sind, wie meine Plätze 1 und 2. Und hier der Platz 2, die Sun Protect Sonnenlotion LSF 30 von Naturkosmetik. Das hier ist der aktuelle Goldstandard der Naturkosmetik-Sonnenpflege und explizit non-nano. verwendet ausschließlich Zinkoxid, den sichersten und hautberuhigendsten mineralischen Filter. Die große Herausforderung bei Non-Nanopartikeln ist das Weißeln. Und löst das genial. Statt Wasser nutzen sie pflegende Aloe Vera als Basis und hochwertige Öle, die dafür sorgen, dass sich die größeren Partikel trotzdem superfein verteilen lassen. Das ist die perfekte Kombination aus maximaler Sicherheit und toller Anwendung. Und auf Platz 1 ist das Sonnenbalsam aus Rindertalg von Vilgain. Das ist die puristischste und gleichzeitig revolutionärste Option. Die Basis ist hochwertigster Rindertalg von grasgefütterten Rindern, voll mit den Vitaminen A, D, E und K, die die Haut liebt. Der UV-Filter ist reines Non-Nano-Zinkoxid. Aber der absolute Gamechanger ist, im Gegensatz zu vielen kleinen Manufakturprodukten hat Vilgain in teure Labortests investiert und einen offiziell zertifizierten Lichtschutzfaktor von 25. Das bedeutet, du hast hier nicht nur ein Pflegeprodukt, sondern eine wissenschaftlich anerkannte Sonnencreme. Quasi das Beste aus der Natur kombiniert mit der Sicherheit moderner Wissenschaft. Zum Schluss kommen wir zu einer Kategorie, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Kaugummi. Das Problem? Die Kaumasse in herkömmlichen Kaugummis besteht aus synthetischen Polymeren auf Erdölbasis.
Im Grunde kaust du auf Plastik. Dazu kommen künstliche Süßstoffe wie Aspartam, die im Verdacht stehen, die Darmflora zu schädigen. Eine wichtige Klarstellung vorweg. Jetzt werden einige von euch, die meine anderen Videos kennen, vielleicht sagen, Arthur, Moment mal, du redest doch sonst von Zuckeraustauschstoffen wie Xylit ab. Und damit habt ihr absolut recht. Es ist wichtig, das einzuordnen. Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, wenn man sehr große Mengen von Stoffen wie Xylit isst, also zum Beispiel 30 Gramm am Tag oder mehr, wie beim Backen, dann kann das möglicherweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Die Studie dazu packe ich wie immer unten in die Videobeschreibung. Beim Kaugummi ist der Kontext aber ein völlig anderer. Die Menge an Xylit, die du über ein paar Kaugummis am Tag aufnimmst, ist minimal und nicht mit den Mengen aus den Studien vergleichbar. Hier nutzen wir die wissenschaftlich belegte positive Wirkung von Xylit auf die Zahngesundheit in einer sehr geringen Dosis. Es ist also, wie Paracelsus sagte, die Dosis macht das Gift. Hier sind meine Top 3 Empfehlungen für Kaugummis. Platz 3, die Trugum-Kaugummis. Trugum ist qualitativ auf Augenhöhe mit meinem Platz 2, aber seine größte Stärke ist die exzellente Verfügbarkeit. Du findest Trugum in fast jedem DM und Rossmann. Es beweist, dass eine gesunde Wahl keine Nische mehr sein muss. Die Kaumasse ist, wie es sein soll, eine natürliche Chicle-Basis, also plastikfrei und biologisch abbaubar. Gesüßt wird mit Xylit und Stevia. Eine super saubere und unkomplizierte Wahl für den Alltag. Auf Platz 2 die Forrest Gum Kaugummis. Das ist der Naturpurist. Forrest Gum macht absolut keine Kompromisse. Die Kaumasse ist natürlicher Schickelsaft vom Breiapfelbaum, die ursprüngliche Zutat für Kaugummi. Das ist 100% pflanzlich, plastikfrei und biologisch abbaubar. Gesüßt wird ebenfalls zahnfreundlich mit Xylit und Stevia. Das ist die gesündeste und umweltfreundlichste Option, die es gibt. Und auf Platz 1 die zuckerfreien Zahnpflege-Kaugummis. Meine Nummer 1 ist eine bewusste Entscheidung für die Funktion. Dieses Kaugummi ist weniger ein Genussmittel, sondern ein echtes Zahnpflegeprodukt. Warum? Es wird zu 100% mit einer sehr hohen Konzentration Xylit gesüßt. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Kariesbakterien Xylit nicht verstoffwechseln können und daran verhungern. Regelmäßiger Konsum senkt also nachweislich das Kariesrisiko. Dafür muss man aber einen Kompromiss eingehen. Die Kaumasse hier ist die konventionelle, synthetische Variante. Man tauscht hier 100% Natürlichkeit gegen maximale, wissenschaftlich belegte zahnmedizinische Wirkung. So, das war eine Menge Input. Aber du siehst die Grundprinzipien, die sich durch alles ziehen. Erstens, weniger ist mehr. Eine kurze Liste an Inhaltsstoffen ist fast immer ein gutes Zeichen. Zweitens, lies die Rückseite, nicht die Vorderseite. Die Wahrheit steht immer in der Liste der Inhaltsstoffe. Lerne die wichtigsten Problemstoffe wie Sodiumlauretsulfate, Silikone oder Aluminiumchlorohydrate zu erkennen. Drittens, vertraue der Natur, aber nutze smarte Wissenschaft. Ob es eine traditionelle Aleppo-Seife ist oder eine moderne Zahnpasta mit Calciumglycerophosphat, es geht darum, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Fang mit einem Produkt an. Wenn dein Shampoo leer ist, probiere eine Variante von meiner Top-3-Liste auf meiner Produktempfehlungswebseite. Wenn dein Deo zur Neige geht, teste die Creme von Green Door oder andere Alternativen. Du hast die Macht. Mit jedem einzelnen Kauf entscheidest du, was du an deinen Körper lässt. Jetzt bist du dran. Ich habe dir meine Favoriten gezeigt, basierend auf meiner Recherche und Erfahrung. Aber ich weiß, da draußen gibt es noch mehr großartige Produkte. Welches Produkt ist dein absoluter Geheimtipp, den ich vielleicht übersehen habe? Was ist deine Entdeckung im Badezimmer oder bei DM oder Rossmann? Schreib es unten in die Kommentare. Lass uns gemeinsam eine riesige Liste der besten, gesündesten Produkte für die ganze Community erstellen. Und wenn du jemanden kennst, der beim nächsten DM- oder Rossmann-Einkauf auch eine klare Orientierung braucht, dann teile dieses Video mit ihm oder ihr. Alle hier genannten Produkte findest du natürlich auch nochmal übersichtlich mit Links auf meiner Produktempfehlungswebseite. Schau dort vorbei, auch für die exklusiven Rabatte. Das Thema für nächste Woche steht noch nicht fest, aber wir werden zeitnah dazu im Telegram-Kanal abstimmen. Komm gerne dazu und gestalte den Kanal aktiv mit. Und da du bis zum Ende dran geblieben bist, kommt hier noch ein Bonustipp für deine Mundgesundheit. Unabhängig von der Zahnpasta, integriere Ölziehen in deine Morgenroutine. Nimm einen Esslöffel hochwertiges Kokos- oder Sesamöl in den Mund und ziehe es für ein paar Minuten durch die Zähne, bevor du sie putzt. Das Öl bindet Bakterien und Giftstoffe und ist eine uralte, unglaublich effektive Methode für eine bessere Mundgesundheit. Und hier noch etwas zum Nachdenken von Jim Rohn. Dein Leben wird nicht durch Zufall besser, es wird durch Veränderung besser. Danke fürs Zuschauen, bleib gesund, bleib kritisch und denk dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Peace out.